Freunde, endlich mal wieder ein Video zum 944. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Hydrostößel am Vierventiler wechselt. Das bedeutet auch den Ausbau und Einbau der Nockenwellen. Um die Nockenwellen ausbauen zu können, muss erstmal der Zahnriemen runter. Dafür muss der ganze Vorderteil hier ausgebaut werden. Wie man den Zahnriemen ausbaut, schaut ihr euch jetzt in dem Video über Zahnriemen und Wasserpumpe an. Mittlerweile ist der Zahnriemen abgebaut, weiter geht's mit dem Zahnrad der Nockenwelle. Die Schraube hatte ich natürlich schon mal gelöst, solange der Riemen noch drauf war. Das ist, sonst dreht die Nockenwelle weg. Das ist nur noch der letzte Halt. Zum Abziehen braucht ihr einen Abzieher mit sehr schmalen Krallen, sonst kommt man hier hinten überhaupt nicht rein. Ich habe mir extra selbst welche gemacht und dann versucht das mal vorsichtig abzuziehen. Wenn ihr Glück habt, wie ich jetzt, geht es relativ einfach runter. Fast mit der Hand drehen, naja, seht wie es kommt. Ich habe aber auch schon welche gehabt, die fürchterlich runtergingen. Hier seht ihr nochmal die Spezialkrallen, die ich gemacht habe, weil es geht oben echt eng zu. Da wir die Hilfsschrauben benutzt hatten, kommen jetzt alle Teile, sprich der Nabenstern und die Platte für den Hallgeber, gleichzeitig vom Motor runter. Den Hallgeber selbst können wir drin lassen, der ist gegen die rückwärtige Wand verschraubt. Aber die Steckverbindung vom Hallgeber müssen wir trennen. Und dann müsst ihr die 3 Schrauben lösen. Sitzen hier noch nicht einmal übermäßig fest. Dann nehmt ihr die 3 Schrauben raus. Dann könnt ihr den Deckel vorsichtig abziehen. Er kommt dann mit dem Hallgeber raus. Nun können wir den Ventildeckel demontieren. Da gibt es eigentlich auch schon 2 Videos dazu, deswegen nur im Schnelldurchgang gezeigt. Wir beginnen also das Rail auszurasten. Die Zündkabel ausstecken. Danach trennt er die Benzinleitungen hier oben an der Rail. Aufpassen, da fließt natürlich Benzin raus. Den Deckel löst er von außen nach innen. Der Deckel ist manchmal ein bisschen verklebt. Ja, seht ihr, kommt. Mit Gewalt solltet ihr nicht unbedingt Schraubenzieher heben, das ist alles Aluminium. Wenn es gar nicht geht, ein bisschen mit dem Gummihammer. Oh, wir haben ihn ja schon. Dann nehmen wir den nach oben ab und ab jetzt größte Vorsicht. Jetzt darf nichts mehr in den Motor fallen. So, dann müssen wir die Dichtung noch abziehen. Dann muss die Ölleitung des Spanners raus. Erstmal vorsichtig die Schrauben lösen. Jetzt müsst ihr fürchterlich aufpassen, weil nämlich unter diesen Hohlschrauben, das ist ja eine Druckleitung, sind jeweils Aluminiumringe und zwar 2 Stück pro Verschraubung. Und die müssen wir jetzt hier rausfischen, ohne dass sie in den Ölablasskanal fallen. Und blöderweise sind die Ringe auch aus Aluminium, das heißt ihr könnt sie nicht mit Magneten fischen. Jetzt erstmal der obere Ring und dann der untere Ring. An der anderen Seite natürlich nochmal die gleiche Nummer. Hier ist es aber nicht ganz so schlimm, weil die fällt erstmal hier hin, da könnt ihr sie besser mit der Pinzette fangen. Erstmal die Schraube, den O-Ring fischen. Sehr schön. Zur Demontage des Kettenspanners muss jetzt erstmal der Gleitschuh nach unten gedrückt werden und dann wird er mit so einem Spezialwerkzeug gesichert. Das passt hier genau in die 2 Löcher. Das schön mit dem Kunststoffwerkzeug runter. Ihr solltet darauf achten, dass der Spanner komplett gesichert ist, also die Stifte gut durchstehen. Jetzt und erst jetzt können wir den Kettenspanner lösen. Da aufpassen, die Schrauben sind natürlich gut fest für ihr kleines Gewinde. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man da kein M8 machen konnte. Und jetzt immer aufpassen, dass euch ja nichts in den Kopf fällt. Lose ist, gibt es einen Weg, da rauszukommen. Es ist ein bisschen fummelig, aber es gibt einen Weg. Und wir sind raus.
Dann kontrolliert er die Gleitschuhe. Ihr seht, die sind noch relativ neu. Das sind nur geringe, das sind eigentlich nur farbliche Veränderungen. Mein Fingernagel rastet gar nicht ein. Dann müssen wir diese lustige Abdeckkappe hier rausmachen. Also erstmal den Halter. Sitzt der wieder gemütlich. Schon nur ein Kunststoffteil, wo der mit eingeschraubt wurde. Jetzt wird die Geschichte erst richtig lustig. Und zwar sind beim S2-Kopf die Lagerdeckel der Nockenwellen Production matched. Das heißt, bei der Produktion werden die Lagerschalen auf den noch nicht gebohrten oder gefrästen Kopf montiert. Mit Passhülsen. Und erst dann wird die Bohrung für die Nockenwelle gebohrt und dann auch fein geschliffen. Das heißt, man kann die Lagerdeckel nie irgendwo anders verbauen. Die gibt es auch nicht als Ersatzteil. Alle Nockenwellendeckel sind beschriftet. Und zwar muss die Ziffer immer von außen lesbar sein. Der hier ist der zweite. Und auf der Dichtfläche des Kopfes ist dann eine 2 eingeschlagen. Jetzt, bevor wir demontieren, überprüfen wir alle Kennzeichnungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle sind lesbar, alle sind richtig. Bei diesem Kopf steht praktisch immer ein Ventil offen. Das heißt, die Lagerbrücken sind unter Spannung, da die Ventilfedern versuchen nach oben zu drücken. Man braucht deshalb zur Demontage so ein Spezialwerkzeug. Diese Spindel wird im Zündkerzenloch verschraubt und mit dieser Traverse kann man dann die Lagerdeckel unter Druck halten. Von diesem Werkzeug braucht man 2 Stück. Nummer 1 wird bei Zylinder 1 montiert und das zweite Werkzeug wird bei Zylinder 3 montiert. Deshalb können wir jetzt die Lagerbrücken beim Zylinder 1 versuchen zu lösen. Das sitzt geschmackvoll, ihr braucht absolut perfektes Werkzeug. Die ist gekommen. Gerade mal ein bisschen anlösen. Gut drin und wenn die lose sind, können wir die ersten Lagerbrücken schon mal demontieren. Die Unterlagscheiben sind unverlierbar, da braucht ihr euch also keine Kopfschmerzen machen. Ein bisschen ruckeln könnt ihr die abziehen. Ihr seht, die sitzt hier auf Passhülsen und darf nachher nicht verdreht montiert werden, aber ich glaube, passt auch gar nicht richtig. Die sind asymmetrisch, die Bohrungen. Die gleiche Prozedur natürlich mit der anderen Schale. Zur Montage des Werkzeugs muss natürlich die Zündkerze raus. Kerzenbild kontrollieren wir natürlich auch gleich einwandfrei. Und in das Zündkerzengewinde wird jetzt die Spindel des Spezialwerkzeuges verschraubt. Lustige Konstruktion, ist wieder Porsche in Reinkultur. So, diese Spindel zieht er leidlich fest, das genügt. Und dann löst er die Kontermuttern. Und dann kommt die Traverse drüber und wird mit der großen Unterlagscheibe gesichert. Jetzt drückt diese Brücke unsere Nockenwelle runter. Das kann man an die Lagerschalen links und rechts gehen. Aber zuerst montieren wir noch die zweite Brücke. Auch wieder den Spaß, die Schrauben zu lösen. Aber mit gutem Werkzeug geht's. Für das zweite Werkzeug muss natürlich auch wieder die Zündkerze raus. Also diesmal bei Zylinder 3. Auch hier ist das Kerzenbild wieder einwandfrei, passt alles. Dann kommt die zweite Brücke drüber. Normalerweise würde man jetzt auch die Kette neu machen, die wurde bei dem Fahrzeug aber schon mal gewechselt, deswegen markiere ich die Laufrichtung. Da die Nockenwellen jetzt hier gesichert sind, können wir die Lagerbrücken dazwischen und am Ende jetzt langsam lösen. Nur lösen. Jetzt muss auch die vordere Brücke weg und die sitzt wie immer. Geht sogar. Nachdem jetzt alle Schrauben gelöst sind, öffne ich die Lagerbrücken
Hier noch am zweiten Zylinder und am vierten Zylinder, so dass die Lagerbrücken etwas Luft bekommen. Die Schrauben haben jetzt etwas Luft, dann kann ich die Lagerbrücke losrütteln. Jetzt ist die auch lose und hat ein bisschen Spiel. Dann kann sich die Nockenwelle schon nach oben bewegen. Das Haupthindernis bietet nun die vordere Doppelbrücke, weil die ist nämlich hier verklebt. Auch die machen wir jetzt mal ein Stück lose. Jetzt müssen wir schauen, wie die losrüttelt. Hier kann ein kleiner Schlag mit dem Hammer helfen, aber Vorsicht, ihr dürft die Brücke auf keinen Fall brechen. So ganz vorsichtig und so von ein bisschen unten rauf, irgendwann kommt sie dann, jetzt ist sie auch lose. Dann macht er die Schrauben mal komplett raus. Wenn er lange genug an der vorderen Brücke wackelt, kommt die auch raus und der Deckel kommt gleich mit. Dann machen wir mal die hinteren Brücken raus. So, die zweite Brücke hinten. So, und auch die geht schmerzlos raus. So, dann können wir auch noch die mittleren Brücke hier abnehmen. Also das ist die Brücke Nummer 2. Und auch die letzte Brücke kann spannungsfrei entnommen werden, weil die Nockenwellen werden ja von unseren Werkzeugen in Position gehalten. Nun entspannen wir immer ganz langsam gleiche Umdrehungen vorne und hinten die Nockenwelle. Seht jetzt, wie sich langsam der Spalt aufbaut. Die Nockenwelle rutscht ganz langsam hoch. Irgendwann sind die Muttern dann lose und ihr seht die Nockenwellen auch. Jetzt können also die Werkzeuge wieder ausgebaut werden. Und entnehmen. So, dann könnt ihr die zwei Nockenwelle gemeinsam entnehmen. Wenn ihr die Hydrostößel wieder benutzen wollt, müsst ihr so ein Brett basteln, wo ihr sie genau in der Position absetzen könnt, wo man sie entnommen hat, weil genau da müssen sie nachher wieder rein. Zum Entnehmen habe ich ein Magnet, einfach hochziehen, absetzen. Das gleiche mit den Stößeln auf der Auslassseite. So, jetzt ist auch der ideale Moment, um die Ventilfedern zu untersuchen. Die brechen beim S2 ja öfters mal. Wir wischen dann alle Führungen mal aus. Beim Einbau kommt jetzt erstmal jede Menge frisches Öl auf die Führung. Ihr braucht hier mit dem Öl nicht zu sparen. Zu viel kann man da gar nicht drauf geben. Es läuft alles unten in die Ölwanne. Die neuen Stößel sind schon mit Öl gefüllt, aber trotzdem kann ein Hauch Öl außenrum auch nicht schaden. Aha, jetzt läuft er. Kontrollieren, funktioniert einwandfrei. Das Spiel macht er jetzt 16 Mal. Dann mit dem Magnet auch ein bisschen drehen, dass sich das Öl schön an der Wand verteilt und die ganz geschmeidig gehen. So, irgendwann habe ich auch den 16. Seid froh, dass ihr keinen 928 GTS habt. Dort sind es gleich 32 Stück. Jetzt kontrolliert er nochmal, dass sich alle leicht drehen und tiefer als die Lagerschale sitzen. Also der muss hier tiefer sitzen, weil sonst sitzt er natürlich nicht richtig drin. Danach wischt er alle Lagerschalen sauber aus. Den Simmering können wir in der Lager auch gleich wechseln, weil jetzt geht er ganz leicht runter, braucht man gar nicht aushebeln. Dann ölen wir die innere Lippe des Simmerings und setzen den gleich hier auf. So, irgendwo in dem Bereich sitzt er. Auf die Tiefe können wir nachher einschlagen. Da müssen wir alle Lagerschalen gut ölen. Die beiden Wellen könnt ihr beim Einbau nicht vertauschen, weil nur die Auslasswelle geht beim 944 durch.
Auf beiden Nockenwellen sind Markierungen und diese Markierungen müssen jetzt jedes Mal nach oben stehen. Dann liegen die Nockenwelle richtig für OT. Dann sind normalerweise bei Porsche Originalketten, hier ist keine verbaut, die zwei Glieder markiert, die einen Abstand von 6 Glieder weiter haben sozusagen. Also dieses Glied, dann kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Glieder weiter und dann bin ich beim anderen. Sehen wir nachher nochmal genau, wenn ich die Laufrichtung abnehme. Und so setzt er die Wellen jetzt mal ins Fahrzeug. Jetzt können wir nochmal die Glieder abzählen. Also hier ist das nullte Glied sozusagen. 1, 2, 3, 4, 5 und da oben ist das 6. Glied. Wenn die Wellen mal so weit liegen, kommen wieder die Brücken zur Montage drüber. Dann könnt ihr mal ganz vorsichtig die so ein bisschen anziehen. Drückt ihr die ein bisschen runter, kommt die so allmählich in Position. Die kommt auch. Ihr prüft dann die Löcher, ob da Öl drin sitzt. Aha, da ist ganz schön Öl reingerutscht. Das muss alles raus. Dann wischt ihr die Lagerschalen aus. Tüchtig Öl rein. Das hier ist die 4. Schale. Dann schaut ihr, wo die Nummer 4 ist. Die Nummer 4 ist ganz hinten. Und dann können wir mal die Schale vorsichtig versuchen anzusetzen. Wenn die Schrauben einrasten, könnt ihr sie ja mal, solange sie lose sind, symmetrisch anziehen. Nur nicht allzu viel Druck ausüben, die können brechen. Das macht er jetzt ganz vorsichtig mit allen Schalen, wo frei sind. So, jetzt ziehen wir alle Schrauben gleichmäßig immer ein bisschen runter. Die war wieder locker. Seht ihr? Bei den Lagerbrücken immer ein bisschen spielen, bevor ihr die anzieht, dass die in ihre Passhülsen rutschen. Und hier nur ganz leicht, also keine Gewalt ausüben. Gewalt kommt über die Brücken. Bei mir geht sowas durchaus in 10 oder noch mehr Durchgängen. Irgendwann sitzen die Traversen auf, dann sind wir in der richtigen Position. Dann geht es natürlich auch nicht mehr weiter, keine Gewalt anwenden. In der Position zieht er die 4 montierten Lagerschalen mal leidlich fest. Die dürfen natürlich jetzt auch keinerlei Spalt mehr zeigen, die sind ja in ihrer endgültigen Position. Beim Einbau der vorderen Lagerbrücke wird es jetzt etwas komplizierter, weil die müssen wir zum einen ölen. Das sind die 2 Flächen. Allerdings muss sie hier verklebt werden, weil sie ja gleichzeitig den Abschluss nach außen bildet. Für das Kleben müssen die Dichtflächen natürlich fettfrei sein. Ich entfette sie gerade mit Aceton. Die alten Dichtungsreste müssen natürlich auch alle weg sein. Und natürlich auch die Ecken, wo der große Daumen nicht reinpasst. Die Brücke muss jetzt hier und hier entfettet werden. Auf die Fläche kommt jetzt der Klebstoff und hier das Öl. Fürs Verkleben schreibt Porsche Loctite 574 vor. Den Kleber verstreicht er dann zart mit den Fingerchen. Der Rest drückt sich schon irgendwo raus. Hier muss es frei sein, hier muss es frei sein. Und jetzt kommt in die Lagerschale ein Tropfen Öl. Das reicht. In die Lagerschale ein Tropfen Öl. Dann setzt er die Lagerbrücke an, drückt sie am besten gleich in Position. Und dann, solange der Klebstoff noch aktiv ist, sofort verschrauben. Und alle Schrauben gleichmäßig auf Anschlag drehen, dass sich die Brücke schön setzt. Gefühlvoll runterziehen. Und solange der Klebstoff noch flüssig ist, wird es auch gleich mit Drehmoment angezogen. Alle Lagerbrücken, die Schrauben erhalten 20 Newtonmeter.
Den Simmering hatte ich gleich eingelegt, aber ihr seht, so ganz flach sitzt er nicht überall, also kriegt er noch einen kleinen Schlag, dass er überall in Position kommt. Die Nockenwellen halten natürlich jetzt wieder durch ihre eigenen Brücken, dann können die Hilfswerkzeuge demontiert werden. Und wir nehmen die Brücken ab. Und dann können die Bolzen wieder raus. Und zur Sicherheit, dass uns hier nichts reinfällt, machen wir ganz schnell die Zündkerze wieder rein. Die gleiche Prozedur mit dem zweiten Bolzen. Und auch hier kommt die kontrollierte Zündkerze wieder rein. Und die Zündkerzen ziehen wir wieder mit 25 bis 30 Newtonmeter an. Nun können auch die restlichen Lagerbrücken wieder rein und festschrauben. Das macht er jetzt mit allen verbleibenden Brücken. So, draufsetzen. Irgendwann haben wir auch die letzte Schale. Dann ziehen wir alle Schrauben mal so leidlich mit der Hand etwas fest. Jetzt zieht er alle Lagerschalen 20 Newtonmeter fest. Und irgendwann haben wir sie dann alle, weil die vordere müssen wir ja nicht machen. Die vordere hatten wir schon beim Verkleben mit Drehmoment angezogen. Der vordere Lagerdeckel wird bei Porsche mit dem Werkzeug 9234 eingetrieben. Gut, wenn man so Zeug hat. Wenn er den Deckel wieder verwendet, empfehle ich den mit PT Grün zu verkleben. Einfach angesetzt und dann eingetrieben, bis er sitzt. Und jetzt kommt wieder Porsche Engineering vom Feinsten. Es gibt nämlich extra noch einen Halter, damit das Deckelchen unterwegs nicht verloren geht. Mit einer eleganten Bewegung müsst ihr den wieder einfädeln. Und dann muss er unten auf die Kette und oben auf die Kette. Aha, so wird's. Dann kommen die Schräubchen hier rein. So schön schauen, dass sie auch richtig führen. Und die zweite natürlich auch. Der Anzug von diesen beiden Schrauben ist schon ein Hexenwerk, weil eigentlich sind die Schrauben zu schwach. Die werden jetzt mit 10 Newtonmeter angezogen. Da müsst ihr unbedingt aufs Drehmoment achten. Dann könnt ihr den Sicherungsbügel wieder entnehmen und die Kette ist gespannt. Für die Ölleitung brauchen wir auf jeden Fall neue Dichtungsringe. So, und die müssen jetzt jeweils so montiert werden, dass die Schraube bekommt einen der Ringe und der andere Ring muss unter die Leitung. Also wenn die Leitung hier so festgeschraubt wird, muss das nachher im Motor so sitzen. Damit mir die Ringe nicht im Motor rumfallen, klebe ich die mit Fett an mal an die Schraube. Ihr seht, jetzt fällt die nicht mehr runter. Die Ölleitung fädelt ihr so ein. Die sitzt nachher also hier drauf. Setzt ihr hier einen Ring mit Fett auf das Gewinde. Hier kommt die Schraube, wo der andere Ring schon eingeklebt ist. Und genau so setzen wir das jetzt mal an. Dann haben wir einen Ring oben und einen Ring unten. Das hat schon mal geklappt. Für die andere Dichtung müssen wir jetzt hier drunter bekommen. In der zweiten Dichtung rein. Die Hohlschrauben werden mit 10 Newtonmeter angezogen. Und auch 10 Newtonmeter für die zweite Schraube. Nachdem wir innen drin jetzt alles gemacht haben, müssen wir außen noch die Teile für den Zahnriemen montieren. Da kommt erstmal die hintere Abdeckung. Die wird hier nur so aufgesteckt und mit 3 kleinen Schräubchen M6 verschraubt. Die 3 Schräubchen zieht ihr dann gefühlvoll an. Danach könnt ihr das Nockenwellenrad aufsetzen, da müsst ihr natürlich auf die Nut achten. Passfeder ist noch drin.
Dann kommt die Vielzahnschraube wieder vorne rein. Zieht er jetzt mal provisorisch fest. Und jetzt können wir mal schauen, dass wir die wieder auf Dings kriegen. Wir sind ein klein bisschen neben OT. So, allmählich kommen wir in Richtung OT. Und jetzt geht es wieder in der Anleitung zum Zahnriemenwechsel weiter, weil jetzt müssen erstmal die Zahnriemen drauf und wenn die Zahnriemen drauf sind, darf man auch keinesfalls vergessen, diese Schraube noch anzuziehen. So, mittlerweile habe ich den Zahnriemen wieder montiert. Wenn man jetzt durchdreht, seht ihr, wie die ganzen Ventile arbeiten. Kontrolliert er auch nochmal zusätzlich zum Zahnriemen, ob da alles rund läuft und kein Widerstand da ist. Die ganzen Schrauben müssen wir jetzt gründlich reinigen. Und dann müssen die alten Dichtungen da raus. Wenn die Schraube dann sauber ist, macht er eine neue Dichtung drauf. Ihr seht den Unterschied zwischen den alten und neuen Dichtungen. Die alten sind alle schon rissig, die neuen sind jetzt wunderschön. Und das Ganze jetzt 13 Mal, weil der Ventildeckel hat wirklich 13 Schrauben. Mein Peugeot hat 2 Schrauben. Beim Deckel müssen wir die Dichtungen für die Zündkerzen austauschen und natürlich muss der Deckel gründlich gereinigt werden. Die Dichtflächen entfetten wir mit Aceton. Die gleiche Nummer natürlich hier. Alle Dichtflächen schön einmal langfahren mit Aceton, dass da kein Fett drauf sitzt. Hier sind auch Dichtflächen, nicht vergessen. Da gehen ja die Löcher für die Zündkerzen durch. So, den Deckel dreht er dann von innen nach außen schön über Kreuz in ein paar Stufen fest. Die neuen Dichtungen setzen sich ziemlich. Die waren eben schon Statischschrauben und dann kommen sie wieder. Das sind jetzt gerade mal 5 Newtonmeter, was ich eingestellt habe. Und 10 Newtonmeter im letzten Durchgang. Jetzt sind sie allmählich auch hart, hat sich alles gesetzt. Sieht gut aus. Dann dürft ihr natürlich die Benzinleitung nicht vergessen, sonst wird es lustig, wenn man versucht anzulassen. Die Abdeckung kann dann auch wieder drüber. Jetzt muss noch das ganze Zündgeschirr hier montiert werden und dann können wir uns einen Probelauf machen. Wie man das macht, könnt ihr ja wieder in dem Video über den Zahnriemen anschauen. Jetzt habe ich die ganzen Zündkabel und Verteiler und das Zeug montiert. Machen wir jetzt mal einen Probelauf und schauen, wie alles funktioniert. Blinkt der Motor, wenn die Hydrostöße wieder neu sind. Auch diese Reparatur ist wieder erledigt. Am Ende möchte ich mich nochmal bei Mike Kaps von Sportwagenparts bedanken, der uns wie immer mit allen Ersatzteilen unterstützt hat. Eine tolle Beratung, sehr gut. Tschüss, bis zum nächsten Video.